Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu werden? Lass uns anfangen. Hi Marco, wie geht es dir heute? Hi Sophia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über italienisches Essen sprechen. Magst du italienisches Essen? Ja, ich liebe italienisches Essen. Ich mag die einfachen Zutaten und die köstlichen Aromen. Ich auch. Italienisches Essen ist sehr lecker und gesund. Ich koche oft Pasta, Pizza und Salate. Ich koche auch viele italienische Gerichte. Ich mache gerne frische Tomatensauce, Risotto und Bruschetta. Das klingt großartig. Ich möchte mehr über deine Lieblingsrezepte und Zutaten erfahren. Natürlich Sophia. Ich werde einige meiner Lieblingsrezepte und die Zutaten, die ich verwende, mit dir teilen. Danke, Marco. Lass uns mit Pasta anfangen. Was ist dein Lieblingspastagericht? Ich liebe Spaghetti mit Tomatensauce. Es ist einfach und sehr lecker. Wie machst du die Tomatensauce? Ich verwende frische Tomaten, Knoblauch, Olivenöl und Basilikum. Ich koche die Tomaten, bis sie weich sind, dann füge ich Knoblauch und Olivenöl hinzu. Ich lasse es köcheln und gebe am Ende frisches Basilikum dazu. Das klingt einfach. Ich füge auch gerne etwas Salz und Pfeffer hinzu. Ja, Salz und Pfeffer sind wichtig. Manchmal füge ich eine Prise Zucker hinzu, um die Säure der Tomaten auszugleichen. Das habe ich schon mal ausprobiert. Das macht die Soße sehr geschmeidig. Für die Spaghetti koche ich die Pasta in gesalzenem Wasser, bis sie al dente ist. Dann mische ich sie mit der Soße und streue etwas geriebenen Parmesan darüber. Ich liebe Parmesan. Das macht das Gericht noch besser. Magst du andere Pastagerichte? Ja, ich mag auch Penne mit Pesto. Pesto wird aus Basilikum, Knoblauch, Pinienkernen, Olivenöl und Parmesan hergestellt. Pesto ist köstlich. Manchmal mache ich einen Nudelsalat mit Penne, Kirschtomaten, Mozzarella und Rucola. Das klingt sehr frisch und gesund. Ich möchte dieses Rezept ausprobieren. Ich werde dir das Rezept später schicken. Was ist mit Pizza? Machst du Pizza zu Hause? Ja, das tue ich. Ich liebe es, hausgemachte Pizza zu machen. Ich benutze ein einfaches Teigrezept mit Mehl, Wasser, Hefe und Salz. Das ist das Grundrezept. Ich verwende auch dieses Rezept. Nachdem der Teig aufgegangen ist, rolle ich ihn aus und füge meine Lieblingsbeläge hinzu. Welche Beläge magst du? Ich verwende gerne Tomatensauce, Mozzarella und frisches Basilikum. Manchmal füge ich Pilze, Oliven oder Peperoni hinzu. Ich liebe Pilze und schwarze Oliven auf meiner Pizza. Ich mag auch ein wenig Oregano. Oregano ist ein klassisches italienisches Kraut. Es gibt der Pizza einen schönen Geschmack. Ja, und manchmal streue ich ein paar Chiliflocken darüber, wenn ich es scharf mag. Das ist eine gute Idee. Hausgemachte Pizza macht Spaß und schmeckt sehr gut. Ich stimme zu. Es ist auch eine gesunde Option, weil man frische Zutaten wählen kann. Was ist mit Salaten? Machst du italienische Salate? Ja, ich liebe italienische Salate. Ich mache oft einen einfachen Salat mit gemischtem Grün, Tomaten, Gurke und Oliven. Ich mache auch solche Salate. Ich würze sie mit Olivenöl, Balsamicoessig, Salz und Pfeffer. Olivenöl und Balsamicoessig sind die besten für italienische Salate. Manchmal füge ich Feta-Käse oder Avocado hinzu.
Avocado ist nicht sehr traditionell, aber sie ist sehr gesund. Ich füge gerne Nüsse für den Crunch hinzu. Das klingt lecker. Manchmal füge ich ein wenig Thunfisch oder gekochtes Ei hinzu, um es sättigender zu machen. Ja, ein herzhaftes Salatgericht ist perfekt zum Mittagessen. Jetzt möchte ich nach Risotto fragen. Kochst du Risotto? Ja, das tue ich. Ich liebe Risotto. Mein Favorit ist Pilzrisotto. Ich mag auch Pilzrisotto. Es ist sehr cremig und reichhaltig. Um Risotto zu machen, brauchst du Arborio-Reis, der ein Rundkornreis ist. Du brauchst auch Brühe, Zwiebeln, Knoblauch und Parmesan. Das ist richtig. Ich dünste die Zwiebeln und den Knoblauch in Olivenöl, füge dann den Reis hinzu und rühre um. Ich gebe langsam die Brühe dazu, bis der Reis gekocht und cremig ist. Ich füge gerne frische Pilze und ein wenig Weißwein für zusätzlichen Geschmack hinzu. Weißwein macht das Risotto ganz besonders. Ich füge auch frische Petersilie und eine Prise schwarzen Pfeffer am Ende hinzu. Das klingt perfekt. Ich möchte dein Rezept das nächste Mal ausprobieren, wenn ich Risotto koche. Ich schreibe es dir auf. Italienisches Essen dreht sich nicht nur um Rezepte, sondern auch um frische Zutaten. Welche Zutaten verwendest du immer? Ich verwende immer frische Tomaten, Knoblauch und Basilikum. Ich benutze auch hochwertiges Olivenöl und Parmesan. Das sind auch meine Lieblingszutaten. Ich denke, frische Zutaten machen das Essen geschmackvoller. Ja, ich versuche frisches Gemüse und Kräuter vom lokalen Markt zu kaufen. Ich mache das Gleiche. Ich verwende auch saisonale Zutaten. Zum Beispiel benutze ich im Sommer viele Tomaten und Basilikum. Und im Winter benutze ich Wurzelgemüse und herzhafte Blattgemüse. Genau. Mit saisonalen Zutaten zu kochen ist sehr gesund und lecker. Ich verwende auch Gewürze wie Oregano, Thymian und manchmal ein wenig Chilipulver. Oregano und Thymian sind sehr wichtig in der italienischen Küche. Sie verleihen viel Geschmack, ohne zu dominant zu sein. Ja, und ich experimentiere gerne mit verschiedenen Kräutern. Manchmal probiere ich Rosmarin oder Salbei. Das ist großartig. Mit Kräutern zu experimentieren macht jedes Gericht einzigartig. Ich möchte dich nach deinen Kochmethoden fragen. Wie kochst du normalerweise dein Essen? Ich mag es, einfache Methoden zu verwenden. Ich dünste oft Gemüse in Olivenöl, koche Pasta oder backe im Ofen. Ich verwende auch diese Methoden. Ich backe gerne Pizza und röste Gemüse im Ofen. Gemüse zu rösten bringt ihre natürliche Süße hervor. Ja, und Pasta in gesalzenem Wasser zu kochen macht sie perfekt im Geschmack. Ich dampfe auch gerne einige Gemüse als gesunde Beilage. Dampfen ist eine gute Methode. Es erhält die Nährstoffe im Gemüse. Ich versuche gesunde Kochmethoden zu verwenden, damit das Essen nicht nur lecker, sondern auch gut für dich ist. Das ist sehr wichtig. Ich serviere mein Essen auch gerne mit ein wenig frischem Brot dazu. Frisches Brot ist ein Muss bei italienischen Mahlzeiten. Ich liebe es, es in Olivenöl zu dippen oder es mit der Tomatensauce zu verwenden. Magst du Desserts? Was ist dein Lieblingsdessert aus Italien? Ja, ich liebe italienische Desserts. Mein Favorit ist Tiramisu. Tiramisu ist köstlich. Ich mag auch Panna Cotta und Cannoli. Tiramisu wird mit Kaffee, Mascarpone und Löffelbiskuits gemacht. Es ist sehr cremig und süß. Ich liebe den Kaffeegeschmack im Tiramisu.
Panna Cotta ist sehr einfach mit Sahne, Zucker und Gelatine zuzubereiten. Ja, und Cannoli sind knusprige Teigwaren, die mit süßem Ricotta gefüllt sind. Italienische Desserts sind immer so reichhaltig und geschmackvoll. Ich mache manchmal einen einfachen Obstsalat mit saisonalen Früchten als leichtes Dessert. Das ist eine gute Idee. Frisches Obst ist immer gesund und erfrischend. Ich möchte dich fragen, ob du Lieblingsitalienische Restaurants hast. Ja, habe ich. Es gibt ein kleines Restaurant in der Nähe meines Hauses, das die beste Pizza und Pasta serviert. Das klingt schön. Ich gehe am Wochenende gerne in eine lokale Trattoria. Ich liebe Trattorias. Sie sind normalerweise sehr freundlich und das Essen ist hausgemacht. Ja, und ich bestelle oft ein Glas Rotwein zu meinem Essen. Rotwein passt perfekt zu italienischem Essen. Es macht die Mahlzeit noch besonderer. Ich probiere auch gerne verschiedene Gerichte, wenn ich ins Restaurant gehe. Manchmal bestelle ich Risotto oder eine Meeresfrüchtepasta. Das ist eine gute Idee. Ich probiere gerne jedes Mal neue Dinge, wenn ich ein Restaurant besuche. Italienisches Essen ist so vielfältig. Es gibt viele regionale Gerichte zu entdecken. Ja, jede Region hat ihre eigenen Spezialitäten. Zum Beispiel ist die Pizza in Neapel sehr berühmt und in Bologna haben sie reichhaltige Fleischsoßen. Ich möchte eines Tages nach Italien reisen und all die verschiedenen Speisen probieren. Das ist auch mein Traum. Ich möchte einen lokalen Markt in Italien besuchen und von den Köchen lernen. Ich denke, das wäre eine unglaubliche Erfahrung. Wir können so viel über Kochen und frische Zutaten lernen. Ich möchte dich auch nach dem Kochen zu Hause fragen. Kochst du oft italienisches Essen für deine Familie? Ja, das tue ich. Ich koche fast jeden Tag italienisches Essen. Meine Familie liebt es. Das ist wunderbar. Ich koche oft für meine Eltern und meine Schwester. Sie fragen immer nach Pasta oder Pizza. Meine Familie liebt auch Pasta. Manchmal lasse ich meinen kleinen Bruder mir in der Küche helfen. Er rührt gerne die Soße um. Das macht Spaß. Mit der Familie zu kochen macht das Essen noch besonderer. Ja, es ist eine gute Möglichkeit, Zeit miteinander zu verbringen. Manchmal lade ich meine Freunde zu einer Kochparty ein. Wir machen Pizza und teilen Rezepte. Ich würde gerne an einer deiner Kochpartys teilnehmen. Du bist immer willkommen, Marco. Wir können neue Rezepte ausprobieren und voneinander lernen. Das klingt nach einem großartigen Plan. Ich möchte dich fragen, ob du lieblingsitalienische Kochbücher oder Websites hast. Ja, ich habe ein paar Kochbücher. Eines meiner Lieblingsbücher handelt von traditionellen italienischen Rezepten. Es hat einfache Anleitungen und schöne Bilder. Ich mag solche Kochbücher. Ich folge auch ein paar Foodblogs, die einfache italienische Rezepte teilen. Foodblogs sind sehr hilfreich. Ich suche oft nach neuen Pasta-Rezepten online. Ich auch. Ich sehe gerne Kochvideos. Sie machen es einfach, neue Techniken zu lernen. Ich probiere manchmal am Wochenende ein neues Rezept aus. Es macht Spaß, in der Küche zu experimentieren. Ich stimme zu. Kochen ist eine kreative Tätigkeit. Ich fühle mich immer glücklich, wenn ich ein köstliches Gericht zubereite. Bevor wir abschließen, könntest du mir ein einfaches Rezept geben? Natürlich. Ich gebe dir mein Rezept für Spaghetti mit Tomatensauce. Das wäre großartig. Ich möchte es zu Hause ausprobieren. Hier ist das Rezept. Du brauchst 200 Gramm Spaghetti, 4 frische Tomaten, 2 Knoblauchzehen,
2 Esslöffel Olivenöl, ein paar Basilikumblätter, Salz und Pfeffer. Das klingt einfach. Was mache ich zuerst? Zuerst bringe einen Topf mit Wasser zum Kochen und füge ein wenig Salz hinzu. Dann gib die Spaghetti dazu und koche sie, bis sie al dente sind. Al dente bedeutet fest im Biss, richtig? Ja, das ist richtig. Während die Pasta kocht, kannst du die Soße zubereiten. Hacke den Knoblauch und die Tomaten. Ich werde sie fein hacken. Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne. Füge den Knoblauch hinzu und dünste ihn, bis er goldbraun ist. Dann füge ich die Tomaten hinzu. Ja, füge die gehackten Tomaten hinzu und rühre um. Lass es etwa 10 Minuten kochen, bis die Tomaten weich sind. Füge ich jetzt das Basilikum hinzu? Am Ende kannst du das frische Basilikum, Salz und Pfeffer nach Geschmack hinzufügen. Mische alles gut. Und dann mische ich die Soße mit den Spaghetti. Genau. Lass die Spaghetti abtropfen und mische sie mit der Soße. Wenn du magst, kannst du etwas Parmesan darüber streuen. Das klingt köstlich. Ich werde dieses Rezept heute Abend ausprobieren. Ich hoffe, es schmeckt dir. Italienisches Essen dreht sich um frische Zutaten und einfaches Kochen. Danke, dass du heute so viele Ideen mit mir geteilt hast, Sophia. Ich habe viel über italienisches Essen, Rezepte und Zutaten gelernt. Gern geschehen, Marco. Ich rede immer gerne über Essen und Kochen. Ich werde dir später das Rezept und einige Bilder schicken. Ich freue mich darauf. Vielleicht können wir nächste Woche zusammen kochen und ein neues Rezept ausprobieren. Das ist eine großartige Idee. Lass uns einen Kochtag planen. Ja, ich bin gespannt, mehr über die italienische Küche zu lernen und unsere Lieblingsgerichte zu teilen. Danke nochmal, Marco. Hab einen tollen Tag. Danke, Sophia. Bis bald. Gut gemacht. Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, damit du keine unserer kostenlosen Gespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.